ich bereue nichts, nur es hat so eine Wunde gelassen, dass ich beispielsweise auch in Türkei gespielt habe danach. Dann habe ich beispielsweise gegen Erwin gespielt. Mhm. Und wir haben 2-0 geführt bei Spiel oder so und dann kam 2-1 und dann kommt dieser Moment wieder hoch, weißt du, in dem Kopf automatisch so. Ach du Scheiße, nicht schon wieder, weißt du, Entschuldigung, nicht schon wieder, weißt du. Ich so, das kann doch nicht wieder passieren. Und dann, klar kommt so eine Last, weißt du, weil das ist halt so ein Riesenenttäuschung gewesen, dass das dann hochkommt und dann musst du auch während dem Spiel damit ein bisschen dealen. Auch als erfahrener Spieler ist nicht einfach. Also es gab Momente, wo das wieder und natürlich redet man dann darüber, wie jetzt auch gerade und so weiter oder man sitzt zusammen mit Volleyballspielern und der Thema kommt hoch, weil das war so emotional für Deutschland und generell für unsere Volleyball, dass das immer noch wieder hochkommt. Ist das dann so eine spezielle Verbindung gerade zu Erwin Ergapet? Der ist ja auch ein Spieler, der auch damit spielt, glaube ich, die Gegner in einer Tour zu provozieren und sowas. Wie gehst du da damit um? Kommt da überhaupt was oder kommt das einem nur so vor? Also erstens, wir haben eine richtig lange so Story hinter uns, also mit Erwin. Ja. Wir haben sehr oft gegeneinander gespielt, auch in der Liga und so weiter. Und am Anfang konnte ich ihn gar nicht leiden. Also er war für mich und viele Spieler haben das am Anfang nicht gecheckt, dass wenn die mit mir so anfangen zu spielen, es ist genauso dem Gegenteil für Erwin. Du darfst Erwin nicht sauer machen, weil dann entwickelst du so ein Superpower, was dann kannst du den Spieler nicht aufhalten. Also Erwin ist auch so eine. Also oder spielt er und ist er chillig und so weiter und dann, weißt du, aber wenn dann eine Situation kommt, wo du ihn ärgerst, und das wissen viele auch bei mir, viele Trainer auch haben auch schon viele Spieler gewarnt, dass bei mir das keine gute Idee ist und Erwin hat das auch gecheckt nach einer Weile und ich glaube, Erwin hat mich nicht so ganz respektiert am Anfang. Und dann hat aber über die Jahre hat er gecheckt, das ist besser, wenn wir uns gegenseitig respektieren. Ich glaube, das war auch ein Moment, wo auf dem WM Mhm. 2014, wo wir Bronze gewonnen haben und so weiter. Da auch und dann so später. Und jetzt sind wir wirklich sehr, 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 sehr gute Freunde geworden. Ach Also krass, wirklich auch okay. privat. Wir sind sehr gute Freunde. Auch im Sommer, wir hatten eine legendäre Hochzeit, waren wir eingeladen bei einem italienischen Spieler in Milano und da war also Bruno, Erwin, Nimir und ich, wenn wir uns treffen, diese Wochenenden oder Abend sind immer legendär. Wie ist das Und entstanden? Wart ihr beide in einem Club oder wie kommt diese Nähe da zustande? über dem Spiel auch, wenn man dann irgendwie gegenseitig sich trotzdem kitzelt und man dem einen blockt und darüber grinst und wo dieser Respekt dann entsteht und dann natürlich hat er ja auch in Russland gespielt, ich auch und dann ist man ja Ausländer, da ist er ja auch in Russland nicht so einfach und dann hat man sich in Clubs getroffen, hat man natürlich so eine Verbindung entwickelt und danach aber eher intensiver geworden, muss ich ehrlich sagen, das war jetzt vor 5, 6 Jahren, wo ich auch in Italien dann gespielt habe und öfters uns im Club getroffen haben und zusammen gefeiert haben und drauf gekommen sind, dass wir total total eigentlich gleiche Menschen sind, dass wir gleiche Feuer vor dem Volleyball haben in eine andere Art und Weise, aber am Endeffekt ist nur unser einziges Ziel, alle zerstören und der Beste zu sein und ja, mit dieser, wie gesagt, mit dieser Respekt und so weiter und die waren ja mit Bruno und Nimir schon immer sehr, sehr enge Freunde davor
die sehr oft in Italien zuvor gespielt haben. Ich war ja eher diese Zeiten ja eher in Russland. Also das Mhm. war nur, deswegen bin ich ja so gesagt ein bisschen später in diese Zirkeln reingekommen, weil ich war immer, wo die halt deren Top Momente in Modena und so weiter gemeinsam gewonnen haben, alles war ja Italien und ich war ja eine der einzigen, die immer dann halt Herausforderungen, sein erfolgreiche Jahre mit Champions League und alles drum und dran in Russland dann gemacht hat. Und Mhm. irgendwann mal, wie gesagt, in nationalen Ebene haben wir angefangen, sehr oft gegeneinander zu spielen und dann kam einfach diese Freundschaft und wie gesagt, dann trifft man sich abends in Restaurants oder isst man zusammen und verbringt man Zeiten oder auf Hochzeiten oder auf Geburtstagspartys oder keine Ahnung. Ich war ja auch auf seiner Hochzeit vor 2 Jahren. Ah, okay. Bei Erwin, da waren auch nicht viele Volleyballer eingeladen. Komisch, aber viele haben das nicht geschafft, aber ich war da und das hat er auch sehr, sehr respektiert. Wie gesagt, das hat bei uns dann so spät, aber schon langsam so eine richtig, richtig enge Freundschaft äh, entstanden. Sehr cool. Engere Freundschaft als zu Erik Röhrs?